Wusstest du, dass viele Nachbarschaftsstreitigkeiten in Deutschland wegen Lärm passieren? Also echt, oft geht's nur um Musik oder Waschmaschine nach 22 Uhr. Ziemlich verrückt, oder? Ja, total. Und viele denken, na ja, ich wohne hier, ich darf machen, was ich will. Aber die Hausordnung sagt meistens etwas anderes und das überrascht viele. Oder die Sache mit dem Müll, ey. Viele wissen nicht, wie man richtig trennt. Und dann gibt's Stress mit den Nachbarn. Das kann unangenehm werden. Hallo zusammen und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Julia und heute erklären wir mal ganz entspannt die wichtigsten Wohnungsregeln in Deutschland. Und ich bin Tim. Wir machen das heute praktisch mit Beispielen und kleinen Geschichten. Also, hol dir einen Kaffee und wir legen los. Vielleicht fangen wir mit dem Wort Hausordnung an. Das ist einfach die Liste mit Regeln für dein Haus, also für das Treppenhaus, den Hof und so weiter. Du findest sie oft im Eingang oder im Mietvertrag. Genau. Und in der Hausordnung steht meistens die Ruhezeit. Das bedeutet, bitte leise sein. Normal ist von 22 Uhr bis 6 Uhr und manchmal auch mittags, so von 13 Uhr bis 15 Uhr. Heißt also, keine laute Musik, kein Bohren, kein Staubsaugen in dieser Zeit. Und ja, Waschmaschine spät abends kann auch als Lärm gelten. Das vergessen viele. Ich habe echt mal Ärger bekommen, weil ich um 10:30 gewaschen habe. Der Nachbar hat geklingelt und meinte, hör mal, das dröhnt durch den Boden. Seitdem wasche ich früher. Ich kenne das. Und sonntags ist oft extra ruhig. Viele Häuser haben Sonntagsruhe, da ist fast alles leise. Kein Bohren, kein Hämmern, manchmal nicht mal Staubsaugen. Apropos Bohren, wenn du Bilder aufhängst, mach das lieber tagsüber. Und sag den Nachbarn kurz Bescheid, wenn es länger laut wird. Ein kleiner Zettel im Treppenhaus hilft total. Ja, so ein Zettel mit Hallo, ich bohre morgen zwischen 10 und 12. Danke für euer Verständnis. Das ist höflich und nimmt den Stress raus. Die Leute mögen das. Dann das Thema Mülltrennung. Also Papier, Plastik, Bio, Restmüll und Glas. Das sind die Klassiker. Plastik heißt oft gelber Sack oder gelbe Tonne, nur damit ihr es mal gehört habt. Und Glas wirft man meistens an Glascontainern ein. Aber bitte nicht spät am Abend oder am Sonntag. Das ist laut und die Nachbarn sind dann genervt, also lieber tagsüber. Noch ein Punkt, das Treppenhaus. Da steht oft keine Fahrräder oder Kinderwagen im Gang wegen Feuerwehrweg und Sicherheit. Ich weiß, es ist praktisch, aber es ist halt oft verboten. Ja, und Schuhe oder Fußmatten dürfen manchmal nicht draußen stehen. Sieht sonst unordentlich aus, sagen viele Hausverwaltungen. Frag am besten den Vermieter, was erlaubt ist. Kehrwoche kennst du, oder? Das ist so eine Putzwoche, vor allem im Süden. Heißt, jede Wohnung ist mal dran, den Flur oder den Gehweg zu putzen. Genau. Man sieht dann oft ein kleines Schild mit dem Namen. Wenn du dran bist, kehrst du den Flur, wischst kurz und draußen fegst du Blätter. Nicht kompliziert, aber wichtig. Und im Winter musst du manchmal den Schnee räumen vor dem Haus. Das steht dann auch in der Hausordnung. Am besten früh morgens und später nochmal, wenn es rutschig ist. Kommen wir mal zur Wohnung selbst. Viele fragen, darf ich laut Musik hören? Klar, aber eben in normaler Lautstärke und nicht während der Ruhezeit. Rede einfach mit den Nachbarn, wenn du eine Party planst. Ich sag da immer, lad sie kurz ein oder gib Bescheid. So, hey, am Samstag ab 17 Uhr ist Geburtstag, wir machen um 22 Uhr leiser. Das hilft echt viel. Gute Idee. Und Balkon? Grillen ist oft ein Thema. Manche Häuser erlauben es, manche nicht oder nur elektrisch. Schau in die Hausordnung oder frag vorher nach. Und Zigarettenrauch auf dem Balkon kann auch Streit bringen. Wenn der Rauch stark in andere Wohnungen zieht, sprich freundlich mit den Leuten. Oft findet man eine Lösung, zum Beispiel eine andere Ecke. Dann die Wäsche. In vielen Häusern gibt es Waschkeller mit Zeiten. Bitte halt dich an die Zeiten und mach die Maschine nicht nach 22 Uhr an. Und ganz wichtig, nach dem Waschen das Flusensieb sauber machen und die Maschine leer räumen. Nichts ist schlimmer, als wenn deine Sachen noch drin liegen und die Nachbarn warten. Stimmt. Reden wir kurz über den Mietvertrag. Lies ihn wirklich in Ruhe. Da steht, was du darfst, was nicht und was in den Nebenkosten ist, also Heizung, Wasser, Hausreinigung und so weiter. Nebenkosten sind die Extrakosten pro Monat. Manche Dinge sind drin, manche nicht. Wenn du unsicher bist, frag den Vermieter oder die Hausverwaltung. Einfach kurz anrufen oder eine Nachricht schreiben. Und die Kaution, also das Geld, das du am Anfang als Sicherheit zahlst. Das ist normal und du bekommst es am Ende zurück, wenn alles okay ist. Heb die Quittung gut auf. Tipp, der viele überrascht, trifft den Vermieter einmal persönlich vor dem Vertrag. Wenn man sich kennt, ist vieles leichter. Reparaturen, kleine Absprachen, auch mal Gäste über Nacht, sowas. Ja, dieses persönliche Kennenlernen hilft. Wenn man nett und klar ist, gibt's oft weniger Probleme. Ein kurzer Termin, 15 Minuten, macht einen großen Unterschied. Apropos Gäste und Untermiete.
Gäste sind normal, klar. Aber wenn jemand länger bleibt oder bei dir wohnt, heißt das Untermiete und dafür brauchst du meistens die Erlaubnis vom Vermieter. Untermiete heißt, jemand nutzt einen Teil deiner Wohnung oder ein Zimmer und er zahlt dir Geld. Klingt einfach, aber bitte vorher fragen. Dann ist alles sauber geregelt. Jetzt eine echte Story, die ich online gelesen habe. Ein junger Typ kam zur Wohnungsbesichtigung am falschen Tag. Er stand da, völlig verwirrt und hatte auch keine Unterlagen dabei. Oh nein, wie peinlich. Was braucht man denn so? Also oft wollen die Vermieter Einkommensnachweise. Das sind Papier oder PDS mit einem Gehaltlaut und manchmal auch eine Schufa-Auskunft. Das ist ein Papier zur Bonität, also ob du Rechnungen bezahlst. Genau, und eine Mietschuldenfreiheitsbescheinigung, langes Wort. Das ist ein Zettel vom alten Vermieter. Du hast keine Mietschulden. Wenn du diese Sachen dabei hast, bist du super vorbereitet. Und hey, lieber zu früh da sein als zu spät. 5 Minuten vorher ist perfekt. Dann kannst du auch in Ruhe Fragen stellen. Noch eine Geschichte. Jemand dachte, er hat ein Megaschnäppchen. Am Umzugstag war die Wohnung aber voll mit altem Kram vom Vormieter. Totaler Schock. Er musste erst Sperrmüll bestellen. Oh Mann, da hilft ein Übergabeprotokoll. Das ist ein Papier bei Einzug oder Auszug. Man schreibt alles auf, Kratzer, kaputte Fliesen, Flecken und man macht Fotos. Fotos sind Gold wert. Mach viele, auch von Zählern für Strom und Wasser. Dann weiß später jeder, so war der Zustand, so viele Zahlen standen drauf, fertig. Wir müssen auch über Nachbarn sprechen. Viele neue Mieter denken, ich mache einfach. Aber in Deutschland sind Nachbarn sehr, aufmerksam. Sie hören viel und sagen auch was. Das ist manchmal nervig, aber es hat auch Vorteile. Es ist sauber, sicher und Probleme werden schnell gemeldet. Die Kunst ist, ruhig zu bleiben und freundlich zu reden. Wenn es Ärger gibt, erstmal direkt sprechen. Kein Zettel mit Wutbiber klingeln und sagen, hey, können wir kurz reden? Das ist viel besser als sofort zur Hausverwaltung rennen. Und wenn es gar nicht geht, dann Hausverwaltung oder Mieterverein fragen. Der Mieterverein ist ein Club, der Mietern hilft. Die erklären Rechte und Pflichten in einfacher Sprache. Kleine Erinnerung, wir geben hier keine Rechtsberatung, klar. Aber diese Basics helfen wirklich im Alltag. Meist löst man 90% durch Reden und Respekt. Noch so ein Klassiker, Haustiere. Viele fragen, darf ich einen Hund oder eine Katze? Steht oft im Vertrag. Kleine Tiere wie Fische oder Hamster sind meistens okay, aber bei Hunden lieber fragen. Und wenn du einen Hund hast, achte im Treppenhaus auf Ruhe und Sauberkeit. Kurze Leine, kein Bellen spät abends, das macht das Zusammenleben echt entspannter. Heizung und Lüften sind auch Wohnungsthema. In Deutschland lüftet man oft kurz und kräftig, das nennt man Stoßlüften. Fenster weit auf, 5 bis 10 Minuten, fertig. Ja, damit vermeidest du Schimmel. Also nicht die Heizung aus und das Fenster kippen, das bringt wenig. Lieber warm halten und kurz richtig lüften. Wenn etwas kaputt ist, sag früh Bescheid. Schreib dem Vermieter direkt, möglichst mit Fotos. Dann gibt's keine Diskussion später. Und bitte nicht selbst ohne Absprache große Sachen reparieren. Wenn es schief geht, zahlst du am Ende vielleicht mehr. Erst fragen, dann handeln. Noch eine Sache, die viele vergessen, Anmeldung in der Stadt. Nach dem Einzug musst du dich beim Amt anmelden, also deinen Wohnsitz melden. Frag den Vermieter nach der Wohnungsgewerbestätigung, das ist ein Zettel für das Amt. Stimmt, ohne das Papier geht es nicht. Plan dir dafür einen Termin beim Bürgeramt ein. Am besten früh, da sind die Wartezeiten kürzer. Klingt jetzt alles streng, aber eigentlich ist es easy. Wenn du die Regeln kennst und nett bist, läuft's gut. Und die Nachbarn helfen oft gern, wenn man freundlich fragt. Ganz genau. Und man merkt schnell, viele Regeln sind für Ruhe und Sicherheit. Dann fühlt man sich im Haus wohler und man kommt gut klar, auch als neuer Mensch in Deutschland. Kurzer Reality-Check. Manche finden die Regeln zu streng. Also, ich verstehe das. Aber es hilft, wenn man denkt, okay, alle wollen schlafen, alle wollen saubere Flure. Dann ist's logisch. Ja, und jeder macht mal Fehler. Ich habe auch mal am Sonntag gesaugt, ups. Der Nachbar hat nett geklopft und wir haben es geklärt. Seitdem stelle ich mir einen Timer. Was ich noch mag, in den Mietanzeigen steht manchmal ruhig oder lebhaftes Haus. Wenn es ruhig steht, dann meint man auch wirklich ruhig. Also Partys lieber selten. Guter Punkt. Und wenn du unsicher bist, frag bei der Besichtigung direkt, wie sind die Nachbarn? Gibt es feste Waschzeiten? Wie ist es mit dem Müll? Apropos Besichtigung, kleiner Tipp. Nimm eine Mappe mit. Da sind Kopien von Ausweis, Einkommensnachweisen und der Bonitätsauskunft drin. Das wirkt organisiert und sympathisch. Und lächle, rede freundlich, stell Fragen. Der persönliche Eindruck zählt in Deutschland echt viel. Das ist kein Geheimnis, aber viele unterschätzen es. Wenn ihr Balkon habt, checkt auch, ob Blumenkästen erlaubt sind. Und bitte so anbringen, dass nichts runterfallen kann.
Sicherheit geht vor, logisch. Und gieße die Pflanzen so, dass kein Wasser auf dem Balkon unten tropft. Sonst gibt's direkt Diskussion. Ein kleines Tablett unter dem Topf hilft. Thema Paketboten, stell vielleicht einen Zettel an die Klingel, wenn du bei Nachbarn abholen willst. Zum Beispiel, bitte bei Wohnung 7 abgeben. Aber frag die Nachbarn vorher, ob das okay ist. Und Werbung im Briefkasten, wenn du das nicht willst. Klebe einen kleinen Aufkleber mit Bitte keine Werbung. Das wirkt echt gut. Weniger Papierchaos. Falls du Musik machst, zum Beispiel Gitarre üben, dann bitte zu normalen Zeiten und nicht zu lange. Vielleicht 1 Stunde am Tag und Tür zu. So passt das meistens. Ich finde auch Kopfhörer super, gerade abends. Und wenn du mal länger proben musst, sag vorher kurz Bescheid. Dann sind die Leute entspannter. Okay, lass uns die größten Fehler kurz sammeln. Erstens, Ruhezeiten ignorieren. Zweitens, Hausordnung nicht lesen. Drittens, Müll falsch trennen. Viertens, keine Dokumente bei der Besichtigung. Fünftens, kein Übergabeprotokoll beim Einzug. Und sechstens, mit Nachbarn nicht reden, sondern nur Zettel schreiben. Genau. Und die besten kleinen Tricks? Persönlich den Vermieter treffen, Zettel im Haus aufhängen, wenn's mal lauter wird. Und immer freundlich grüßen, klingt banal, wirkt aber Wunder. Letzter Überraschungstipp, informier dich über die genaue Ruhezeit in deinem Haus. Manche Häuser sind strenger, manche lockerer. Einmal fragen spart viele Nerven. Ich glaube, das war eine ganze Menge heute. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie uns gern. Wir greifen das Thema gern nochmal auf. Und wenn euch das geholfen hat, gebt uns gern ein Like und abonniert den Kanal. So verpasst ihr keine Folge. Danke fürs Zuhören. Wir wünschen euch viel Erfolg mit eurer Wohnung und nette Nachbarn. Bleibt entspannt, redet miteinander, dann klappt's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen und einen ruhigen Abend. Naja, natürlich vor 22 Uhr. Macht's gut und bis bald.